Weißt du, wenn das Headset ein Update hat, der Sound aber funktioniert, aber dein Mikro auch ein Update hat. So ein Scheiß. Hi! So. Lange nicht mehr live gewesen, direkt erstmal mit technischen Problemen starten. GG. Vor allem nicht in dem Titel. Genshin Impact. Wir haben noch so ein Sommer-Event vor uns. Was wir angefangen haben, aber nicht vollendet haben. Weil wir es nicht konnten. Schlichtweg. Irgendwas auf den Punkt. Aber das wird sich jetzt ändern. The world remains constant over the centuries. But human life is like the dew at dawn, or a bubble rising through water. Was will die Kanne von mir? Oh. Ich war allgemein lange nicht mehr in Genshin, not gonna lie. Ich lass das Spiel momentan ein bisschen schleifen. Muss ich gestehen. Irgendwie so... Weiß nicht. Der Main-Trupp für die Wöchentlichen ist nicht mehr da und ich mache jetzt viele anderen Sachen eher als Genshin. Es ist nicht gut, not gonna lie. Aber es ist, wie es ist. Gott. 3000 paar zerquetschte. Ich habe immer noch Dekoration, die ich kaufen muss, oder? Ja, egal. Die Dekoration laufen nicht weg. So. Ist ja kaum ich Genshin an, werde ich müde. Das ist... Es ist Zeichen. Sind wir mal ehrlich. So, Legendenauftrag. Was für Legendenauftrag? Oh. Oh. Hm. Ja, gut. Warum nicht? Haben wir hier? Ah ja! Die olympischen Teyvat-Spiele. Oder so. Das ist wichtig. Probelauf. Achso, es gibt ein neues Gebet, okay. Mit Kokomi und Wanderer, okay. I see. Egal welches Outfit sie trägt, sie ist trotzdem sehr, sehr düster. All the world holds dear is but a backdrop of Gut, constant motion. I stand before it, ja, Sommerpartys kommen wir alone gleich and zu. unchanging. Gut, die Kantala ist kein Problem. Ich bin gerade mal Level 7 und der Season Pass geht nur noch 18 Tage. Ich glaube, den Season Pass kann ich mir auch klemmen. Diesmal. Was ein bisschen doof ist. Was haben wir denn für Möbel? Das ist doof. Naja, egal. It is what it is. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Egal. Ein Gebiet tut keinem weh. So. Inactivity serves no purpose whatsoever. Auch meine Daily Logins vergesse ich die ganze Zeit. Ankündigung. Was haben wir hier? Denkalbum. Alles klar. So. Aber kommen wir jetzt mal zu dem, worum es eigentlich im Titel geht. Und zwar das Flaschengebet. So. Safe habe ich jetzt wieder einen Morphin-Lurk rumkrebsen. Wieder Punkte farmt. So, wir haben Minispiele, aber die machen wir gleich. Zuallererst machen wir das hier. Wo müssen wir hin? Oh. Ja.
Erstmal wieder Zeit abwarten. Let's go. Hey. All the world holds dear is but a backdrop of constant guck mal. motion. I stand before it, alone and unchanging. So, was ist jetzt Phase hier? Oh. Unter mir? Unter mir? Unter mir. Ah, egal, wir klettern jetzt hoch. Oh, das war knapp. Wahrscheinlich soll ich ganz runter. Wo ist denn eigentlich der Pool? Ah, ja, okay. Natürlich, der Pool war hier. Richtig. Und ab geht's, ab dafür. Down, down, down to the bottom of the bottle. So, Katze. Really? You do that? Oh, but that's too much. I can't. No, really, it's all right. We want to do everything we can for the domain. Okay. Yes, and to be completely fair, I'm the one who caused this terrible mess in the first place. Sieht Lessig inzwischen wieder ein bisschen normaler aus? Oh? What happened? Did Paimon miss something? Hello, you two. Lessig was just telling us what happened. Perhaps you should allow me to explain. I'm afraid it was I who caused all this trouble in the domain. Ach was. Yes, it was Lessig. To be precise, I saw a most exquisite water orb at the entrance of the domain. It reminded me of an astrolabe my grandfather gave me when I was 7 years old. I was curious if it could rotate, so I reached out and touched it. Little did I know that it was the core of this entire domain. What I mean to say is, I knew something was wrong as soon as the whole place started flipping. It's not just your fault. I failed in my responsibilities as the caretaker here. Oh, I knew I should have put the core somewhere more secure. Oh, you mean the big ball of water at the entrance? Yes, that's the one. Anyway, after giving it some thought, Lessig has offered to perform some more repairs and maintenance to help support the domain. But we were concerned he wouldn't be able to handle it all alone, so Eula and I will also stay here to lend him a hand. But don't be mistaken. I'm not doing this out of the kindness of my heart like Kale. My job is purely to monitor and ensure that Lessig doesn't cause any more trouble here. Oh, Natürlich. sure. I don't think anyone's buying that anymore, Eula. Though I do remember that Amber mentioned we should just nod and agree when you act like this. Right. You better not slack off today, Lessig. No, I'll get right to work. Either way, Lessig is going to be in charge of making lunch for everyone today. Ich wollte gerade sagen, wir machen uns ein leckeres Mittagessen. Yes, I'll try, but I'm not sure if my skills will prove satisfactory. Ach was. What was that? No, I mean,
Thanks, everyone, for giving me a chance to redeem myself. I can already feel new strength kindled inside me. Ha ha ha. No, maybe that's just the heat of the oven. Very good. But you should conserve your strength. Many parts of the domain are still in disrepair, so we have a lot to investigate. Ach was. Dia has a little more pep in her step after finding others to help do the work. Now that you three are situated, we can focus on what the rest of us will be doing today. I'll go gather the others. We should get ready to leave as soon as possible. And there she goes. At least she seems to be happy. True. Maybe this is how it feels to be in charge. Ah, neues Gebiet. Well. Oh, die Musik geht langsam. Aber wieso habe ich das Gefühl, wenn ich mir das hier so angucke, dass im kommenden Gebiet die Musik weniger wie nenne ich das auf Deutsch? Weniger auf Basis der Umgebung sind und mehr auf Basis von, ich sag jetzt mal, Lautsprechern, die irgendwo verteilt sind. Clouds high. The birds. Illusion shattered. So, gegen Slimes kann ich Raiden nutzen. Dankeschön. Yes! Take them. Kein Skeletorium whatso motherfucking ever. Nice. Funktioniert. Man darf einfach nur nicht Raiden rausholen, dann geht das mit dem Skeletorium. Ah. So, okay. Ein Rischoball-Tiger. Ich glaube, so hießen sie doch, oder? Tag. Shine down. Na komm her. Trau dich. That hurt. Okay. Windstrider. No, my sword! Ah, tat jetzt doch ein bisschen weh. Aber nur ein bisschen. Leichter Kratzer. Irgendwas machen? Nein. Was war nochmal mit den Steinen? So. Das ist einfach nur ein versteckter, ja. One with nature. It's fine. Illusion shattered. Torn to oblivion. Rise. Nun.
Wasn't there something in here a second ago? Richtig, Gigi. Du hast es verloren. So, Tröpfchen, was geht? Nice. Ein Dendrogranum. Where are we going now? We're going to retrieve the last missing component. My working theory is that the director listed on the sign has it. No details slips by our general. What's a director? A director is a kind of job. The one we're looking for is named Zosimos. Zosimos is responsible for managing everything that happens on the stage, similar to how Itea is responsible for managing the whole realm. Wow! Sounds like Miss Idia must be way busier! You'd think so, wouldn't you? Care to comment on that at all, Idia? Maybe someone else can explain. I'm just enjoying taking it easy, as usual. Lazy I never ass. embark on a journey without a good book to accompany me. Lazy ass Idea. Through and Into the wind. du machst hier gar nichts, Kollege. One with nature. Beifuß. Tada! Kiste. God damn it! Ja, damit. Who says there aren't benefits to a life hello? of wandering? Okay. Banjo geht hier glatt noch besser gerade. Wie sonst. So. Ach ja, Alice, was hast du nun wieder geschaffen? Okay, wenn du sagst, ich soll hier lang. Ma. Ich hab grad was bimmeln hören. Wo? Ach da. Ne, runter will ich nicht. Eigentlich, also eigentlich. Aha. Follow the wind. So kriege ich also auch den Glücksgutschein. Hehe. Up we go! Katze. The director doesn't get out much. He's almost always cooped up in his treehouse making props or writing scripts. But I'm trying to remember now. Where is that treehouse of his? Huh? You don't remember? Hey, don't forget! I'm just the mascot. Ja, nee, ist klar. I believe it's that way. Huh. Though he might prefer to be alone,
Given he often has to move stage props, I suspect that he lives near the theater. And having a view of the entire stage would be useful when imagining a production's actual stage flow. So if I were him, I'd probably pick a treehouse over there. But how do you know which direction the theater is in? Simple. The overall layout and decorations look more exciting in that direction. Oh, good point! Granted, macht Sinn. Why didn't I think of that? Das ist eine sehr gute Frage, Idee. Die du dir nicht ohne Grund selber stellen solltest. Gut. Einmal bitte. Chuchu-Fahrt. Ah ja, richtig. Let's go. Machen wir nur 2 Stück. Ist doof. Guten Tag. Hm? Die Wassergeister wollen mit dir Verstecken spielen. Ah. Oh boy. Fallen leaves. Adorn Fuck. my night! Oh. Die simple Art der Herausforderung. A fateful Könnten wir das offering. spielen. Habe ich wirklich alle Wasserbubbles mitgenommen? Scheint so. Auch wenn es nicht so wirkt. Aber scheint so. Naja. Na, sagen wir dem Regisseur doch mal Hallo. Aha. Einer aus Fontar, wer hätte es gedacht? Guten Tag. Where did that blasted automation mechanism go? The male actor standees are here, but where are the female ones? Who's that? Idea? Yes, Hallöchen. Zosimos! 'Tis I, Idea! How's that for a dramatic entrance? This is a surprise. I was sure you'd be... Curled up in a fetal position, crying to yourself? Wow, what a fascinating little creature. Wow! Gott, sind wir gerade jemand weggeflogen. Guten Tag, Morph an der Stelle. Machst du dich auch mal bemerkbar? Aber warte mal. Entweder warst du wirklich im Dauerlurk oder du bist jetzt erst dazugekommen. So, wer ist Nummer 1? Secretly, Psycho oder Luca? Naja. Habe ich gerade euch eine Lautstärke eigentlich zu hoch gedreht? Headset? Wo hast du? Er hatte doch? Ach, hier. Ja, ist okay. Ja, dachte mir gerade so. Wie lassen wir unseren Anime-Char älter aussehen? Wir kleben dem Typ mit der 16 Jahre Optik ein Schnurrbart auf. Easy. Naja, sagen wir es mal so. Von
vom Character Model her ist er schon ein Erwachsener. Also 18 aufwärts. Roundabout. Der Schnäuzer ist nicht dazu da, um ihn älter aussehen zu lassen, sondern, um ihn französischer wirken zu lassen. Artistischer. Aber wenn du den schon für 16 Jahre hältst, Digga. Was sind denn dann unsere Main-Charaktere? 14 Jahre alte Kinder? 12 Jahre alte Kinder? Was ist Klettern? 4? It seems everyone shares a similar opinion about you, Adia. I knew from the start that a managerial role wasn't for me. But I found my true calling now. As a mascot! Mascot? Is that a new role? I don't remember casting you for that. Okay, enough about me. I'm just here to introduce you to some new friends of mine. Geschichtenerzählung. And that's why we came to see you. Well, do you have the component that fell out of the central hub? I do. However, I'm afraid the incident has caused many malfunctions with the stage mechanisms, and I can no longer put on any performances. Okay, so you're holding the component ransom till we help you fix the mechanisms, huh? No, till we fix the stage, surely. I'd have thought he wants us to make some more props, no? Given that some of the standees are missing. Or maybe the component is broken and we need to fix it. You're all forgetting that the majority of his work involves writing scripts. I'll wager that he wants us to edit them. Okay, das waren jetzt wilde Theorien, also rein optisch Kappa. Ja, weiß ja nicht. Er hat diese Spekulation in Gang gesetzt. Lass ihn doch bitte zu Wort kommen. What has gotten into you all? What sort of person do you take me for, The component is safe and sound. I can give it to you now if you'd like. Although I was hoping that maybe you might be willing to help rescue my show? You're a big group. I have lots of roles to fill. It would really speed up the casting. A show? That sounds fun! I want to help! Can we? Und das klingt nicht schlecht. Also, truth be told, I've hit a bit of a roadblock in my script and was just thinking about how to move the story forward. And then you all showed up. Suddenly, I got my muse back. I don't know how to explain it, but something about seeing all of you finally helped me figure out how to continue my script. Huh? You mean that story you've been stuck on forever? Are you serious? You really think you can finish it now? Yes, really. Just give me a little time, and I'll write it all up. In the meantime, I'll leave things to you, Idia. Oh, and he's off to write the script. Ja. Zosimos has always wanted to write an epic story about a thief and a mage. Apparently, he got the idea from some rumors that were swirling around. But he only got as far as writing the intro before writer's block set in. Was geht eigentlich, ihr beiden? Kotzt euch aus. Ein Stück über eine Hexe und einen Räuber, hä? Also... Die Hexe haben wir ihnen kurz da. Und der Räuber ist ganz groß. Und hat eine Augenklappe. Arr. Lampe für den Roller googeln. Oh, okay. Warum? Lampe kaputt oder was? Nicht irgendwie eine Standardleuchte? So H5, H7, so H7 zu H9.
zu schwach. Oh Gott. Okay, das ist doof. Volt, 21 Watt. Aber wer weiß, vielleicht ist ja geil. Nachts, wenn keine Laternen da sind, sieht man nichts. Vielleicht ist aber auch nicht die Leuchte zu schwach, sondern einfach der Generator. Oder ein Kabel hat einen Widerstand und deswegen kriegt die Lampe nicht genug Licht. Also nicht genug Strom, um Licht zu erzeugen. Ja, ich mache aus dem Fehler direkt wieder einen riesigen Elefanten, aber hey! Ich will deswegen eine LED-Lampe haben. Ah! Ja gut, dann haben sich die Probleme sowieso erledigt, wenn du LED nimmst. Bei so einem alten Roller kann man das auch einfach easygoing nachrüsten, weil es juckt den Roller eh nicht an der Stelle. Kann auch sein, aber LED braucht nicht viel. Ja, richtig. Why don't you all take some time for yourselves while I see what I can do? We'll reconvene after the director finishes his script. Alrighty. A director, my friends, is a storyteller. And the key ingredient to every good story is inspiration. The moment I laid eyes on General Sangonomiya, inspiration hit me for a brand new character. The heroine was the missing piece of the puzzle. The rest of the story flowed naturally from there, and now it's finished. So please, take a look through your scripts, and we will tell this story together. Yay! Komm, gebt Klee das Kostüm. Well, Gebt Klee das is Kostüm. everything clear? Gebt Klee das Kostüm. Director Zosimos, how do you pronounce this word? Let me see. Ah, that's sojourn. It means to stay for a while. This is a very cute moment, so let's make sure that comes through in the performance. Oh, wait. There's another word I don't know here. It's okay, Klee. We can go through your lines together a few more times after this meeting's over. That would be most appreciated, Kaya. I had a feeling about you, actually. You seem to know a thing or two about character acting. Tell me, have you acted before? You're too kind. It's all in the script, really. It just rolls off the tongue. Oh, you think so? Well, you definitely have a knack for it. I've actually been looking out for someone with your talent. If I make it as a big-time director, then I can see us working together for the long term. Be sure to stay in touch, okay? You and I are gonna go places. Du wirst diese Flasche niemals verlassen, Kollege. Genauso wenig wie die Brüder, genauso wenig wie die Zirkusdirektorin und genauso wenig wie Idia. Sorry, dass ich das so hart sage. So, MorphLP. Klassisches Flutlicht gibt kleine... Was? Klassisches Flutlicht. Gibt kleine Dieselaggregate, die nicht zu schwer sind, um als Rucksack zu tragen. Oh, lol. Ja, genau. Ja, es ist natürlich auch eine Idee, klar. Definitiv. Da bin ich voll bei euch. Oh, weia. Ja, aber die LED-Idee finde ich super von Psycho an der Stelle. Du brauchst halt nur den richtigen Sockel. Dann ist das Ding automatisch ein Scheinwerfer, weil das Ding haut 12 Volt raus. Die LED denkt so, Bruder, jetzt zu viel Spannung. Wow, I'm a firing my laser. Alles blind. Hoppala. Naja. What can I say? Sounds good to me. Sieht doch geil aus auf dem Roller von so einem Baustellenstrahler mit Kabelbindern festzurren. Am Rücken schnurrt der Mini-Diesel. Das ist Plug and Play. Siehst du? Easy. Ich sage einfach nur den richtigen Sockel und fertig ist. Da hat sich die Low. Du kriegst jeden Scheiß als LED. Auch wenn die meisten LED-Leuchten einfach der letzte Schrott sind, aber hey. Für so einen kleinen Roller juckt das keinen. Der Sublet liegt plötzlich komplett überall und nirgends ist. Nun.
Und der TÜV da drauf guckt und sich denkt so... Ist hell. Reicht aus. Scheiß drauf. Oder man geht natürlich hin, wenn das so ein Ding TÜV braucht, packt man die Original-LED rein. Die originale Leuchte. Muss man mal schauen. So, Kaya, ganz ehrlich. Ich kann verstehen, dass du Bock hast, Schauspieler zu sein, ne? Aber dieser Typ wird diese Flasche niemals verlassen. Der ist jetzt Teil der Flasche. Dann juckt ja sowieso keinen. Oh, das totale Gegenteil. Schön so eine Kerzen-Retro-Laterne vorne dran. Ja, geil. Aber Psycho will doch was sehen, Morph. Das hilft nicht. Muss schon so ein Lagerfeuer in so eine Laterne reinstellen. Und es auch nicht wirklich hell ist. Aber hey, wird immerhin warm. Also es ist warm im Winter. Great. Fantastic. Now then, please go through your scripts one more time. But don't just read the words. Remember my notes. And really let the character inhabit you. I need to have a look at the stage, so I'll leave you to it. If you need me for anything, I'll be in the big theater right in the center of this area. Wonder what the theaters are like here. Let's go check it out while everyone's still getting ready. Bevor ich irgendwo hinwandere, will ich dieses Büro auschecken. Ich bleibe dabei. Gebt Klee das Kostüm. Gebt Klee das Kostüm. Gebt Klee das Kostüm. Ey, haha. Gebt ihr das Kostüm. Gebt ihr das Kostüm. Gebt ihr das Kostüm. Was? Guten Tag. Hey, geht's ja noch höher. Hallo. Let's climb the tree. Oh, hallo. Cool. Brings a smile to my face. I follow the wind. Ich will ja nicht zum Theater. Ich würde am liebsten ja mit den anderen Leuten gerade reden. Ich hoffe ja so sehr, dass für die Aufführung Klee und Kai ihre Kostüme kriegen. So sehr. Pff. Er fährt schon auf Sicht. Einfach nach Gefühl fahren. Die Angst der anderen riechen, wenn man zu nah ranfährt. Oh Mann. Ganz ehrlich, Psycho? Da sehe ich dich. Da sehe ich dich aber anders. Besonders mit den 4 Ringen vorne auf deinem Auto. Hey! Danke fürs Weizen. Da will man mal ein Schild lesen oder weicht das aus? So eine Frechheit. Warum ist wieder keine Musik mehr? I don't like. Guten Tag. No, my sword! Hier geblieben? Ma. What's up? Where the fuck? Hallo? Aha. Ach so. Das sind 3 Geister, die mit mir Verstecken spielen, verstehe. So, wo ist denn Geist Nummer 3? Ich habe die Pflanzen eingesammelt, ich habe das Feuer gelöscht. Wo könnte denn der dritte rumgeistern? Umschwoben.
That's the big stage. Guten Tag. Das war's nicht. Oder, klingt jetzt komisch, aber Psycho braucht einen Flachdraht, ca. 2 bis 3 mm dick, 2 cm breit und, würde sagen 2,5 Meter lang. Das Ding spannt er zum Bogen vorne um den Roller und immer wenn er irgendwo zu nah dran fährt, hört er, wie der Draht Boing macht. Nee, ist klar. Worauf mit den komplett abgedrehten Ideen hier? Boing. Oh, da war was. So, ist der dritte Geist hier irgendwie eine Kiste? Nee. Also das lasse ich mir jetzt nicht nehmen, ne? Das will ich jetzt lösen, das Rätsel. Das sehe ich nicht ein. Du warst es nicht. Eigentlich muss ich hier auf der Insel irgendwo sein. Denken wir mal ein bisschen dreidimensionaler. Nö. Ist er doch weiter unten? Lass mich diese Woche Was? Ich bin diese Woche chronisch übermüdet. Hey, die letzten Nächte echt scheiße. Sonntag auf Montag 3 Stunden, Montag auf Dienstag satte 4,5 Stunden. Letzte Nacht hatte ich schon göttliche 5 Stunden Schlaf. Also ganz... Ich wollte gerade sagen nach dem Wochenende, aber nein, das Wochenende war ja schon wieder ein ganzes Wochenende her. Er mag es nicht angestrahlt zu werden. Wie mache ich denn den Strahler jetzt aus? Diese verlassene Szene war ursprünglich das Stück Die Verzweifelten, für das Stück Die Verzweifelten geplant. Ursprünglich sollte sich die Geschichte um einen in einer geheimnisvollen Höhle gefangenen Wassergeist drehen, der sich nur mit Hilfe eines in dem Buch versteckten Grabungswerkzeugs einen Weg ins Freie bahnen konnte. Aber Idia war gegen diese Idee. Aber sie hatte recht. Wassergeister würden keine Werkzeuge brauchen, um aus einer Höhle zu fliehen. Sie können sich einfach durchquetschen. Und die Idee mit dem Grabungswerkzeug in einem Buch war doch schon sehr merkwürdig. Aber es ist auf jeden Fall eine großartige Idee, die noch Anklang finden könnte. Nun, wenn ich einen Weg finde, Idea diese Szene zu zeigen. Aber es sieht so aus, als müsste ich zuallererst die Buchrequisite zurückholen, das von Hilly Schön aus der Nähe geklaut wurde. Der Regisseur. Guten Tag, die Herrschaften. Nein, die Herrschaften. Nein. Entweder die Buchrequisite oder der Wassergeist ist nicht im Fokus der Kamera. Okay. Warte mal.
I hope we find long-lost ancient literature. Guten Tag. Ich könnte es anzünden, ne? Anzünden. Er mag es nicht angestrahlt zu werden. Setzt sich erstmal und ergötzt sich am Leid des Dingsbums. Was? Also. So was würde ich niemals tun, Morph. Kannst du mir sowas unterstellen? Okay, Feuer ist auch nicht die Lösung. Was ist dein Problem, Mann? Was soll ich tun? Egal. Ich habe immer noch nicht das gefunden, was ich eigentlich finden wollte. So eine Scheiße. Ja, okay. Kuchengoldmilch ist halt schon nice, aber nee. Weil was wäre, wenn... Jetzt Big Brain Time. Pass mal auf. Was, wenn ich hingehen muss? Schade, Versuch was wert. Ich dachte, durch das wieder anzünden, würde ich den dritten triggern. Aber nein. Seems like there's something else about this. Ich kann ja mal was versuchen. Wait. Irgendwas hat's doch mit dieser scheiß Blume auf sich. Aber warte. Scatter! I'll protect us. Weder Wasser, noch Dendro, noch Feuer macht irgendwas. Wir finden es schon irgendwie raus. Guten Tag. Schicksal, Wandern, grandiose Vorführung. Hallo? Überraschung, Fantasie, es darf nichts fehlen. Baby Psycho. Ich sehe ein Schiff, ich sehe einen Samurai, ich sehe ein Schloss. Warte mal. Was ist das hier? Das Schiff mit dem Samurai erinnert mich tatsächlich an die Story aus dem zweiten Goldgipfel-Archipel. Weil das Schiff, was uns begleitet hat, das sprechen konnte, hatte ja auch eine eigene Geschichte. Das war ja mal ein berühmt-berüchtigtes Piratenschiff. Das in der Mitte erinnert mich ein bisschen ans Immernachterreich, aber das rechts macht mich wahnsinnig. Und kirre. Gibt es noch andere Bilder? Zum Beispiel das Musikevent? Nein, okay. Guten Tag. Dem Schicksal sei Dank, dass es euch Reisende endlich hierher gebracht hat. Habt ihr nicht auch nach einem einzigartigen Erlebnis, einer Reise jenseits aller Vorstellungskraft gesucht? Jetzt habt ihr die Möglichkeit, alle unsere Wünsche zu erfüllen.
Werde Teil des brandneuen Theaterstücks Dayas 3 Tage der Träumerei. Erobert die Bühne und entdeckt ein nie dagewesenes Erlebnis. Schwimmt nach Lust und Laune in einem mit Mora gefüllten Becken, vertreibt die Geister mit in alten Schlössern. Vertreibt die Geister, die in alten Schlössern spuken. Befreit euch von den Fesseln der Schwerkraft. Zeigt mir eure Neugier und eure Begeisterung. Sprecht die Codewörter, bringt uns in das Land der Fantasie und beginnt euer Abenteuer. Die Person auf der anderen Seite des Lautsprechers ist ja richtig aufgeregt. Auch wenn Paimon nicht wirklich versteht, wovon sie da redet. Reise? Theaterstück? Bühne? Was noch? Ein mit Mora gefülltes Becken! Gleich eine neue Attraktion, eine Aufführung, bei der die Besucher mitmachen können. Oh, das leuchtet ein. So etwas hat Paimon schon einmal gehört. Also ist die Person hinter dem Lautsprecher Daya? Sie muss die Theaterregisseurin sein. Wenn wir uns einschreiben, bekommen wir eine Rolle in diesem Stück hier, in diesen Stücken? Ja, das für Paimon? Ja, das ist für Paimon. Wollen wir zusammen schauspielern? Es hört sich spannend an. Paimon will das mit Mora gefüllte Becken sehen. Paimon möchte sehen, wie besonders diese Attraktion ist. Nicht jede Attraktion in der Mirage hat so einen besonderen Platz wie du. Weißt du? Los, sprechen wir die Codewörter. Bring uns in das Land der Fantasie. Bring uns in das Land der Fantasie. Boah, ohne zu zögern. Perfekt. Die Anmeldung wurde bestätigt. Dayas 3 Tage der Träumerei kann jetzt beginnen. Alte Legenden kommen ans Licht, enthüllen die Fährte zu unglaublichen Schätzen. Edle Piraten polieren die Waffen und setzen die Segel. Die kleine schwebende Stadt steht vor einer beispielslosen Krise. Der Architekt, der Wunder erschafft, muss die stützende Stadt rechtzeitig retten. Um seine bedrohten Gefährten zu retten, dringt der Wassergeist allein in ein Spukschloss ein, in der Hoffnung, den Fluch zu brechen. Es gibt 3 verschiedene Theaterstücke, jedes mit einem eigenen Thema, die alle für euch bereitstehen. Findet gleichartige Lautsprecher und befolgt die Anweisungen des Erzählers. Und schon seid ihr auf dem Weg ins Land der Fantasie. Verstanden. Theo, lass uns gleich so einen Lautsprecher suchen und die Sache ausprobieren. Ah, okay. Na dann. Ah ja, wir sollen eigentlich da reingehen, okay. Dann gucken wir hier erstmal nach Anomalien. Weiterhin. Guten Tag. Ich sehe die Wassergeister sich freuen und denke mir so, wenn Fabi das sehen würde, hieße es jetzt Hexenzirkel. Erstmal Chicken Wings aus dem Ofen geholt. Geil. Gönn dir. Hier schon das nächste Rätsel. Glücksgutschein. Glücklicher Gutschein, Entschuldigung. Oh. Was haben wir hier oben?
Ja. Ah. Das macht schon mehr Sinn. Is this an answer from this world? Nein, ist es nicht, Rio. Ich glaube. Fire hazard! Hallo? The fuse is lit! Ah ja. Der steht. Aber nein. Not today. Blubbelt doch was. Hab ich doch genau gesehen. Oder? Ach nee. Das sind einfach nur die leuchtenden Candies. Ja, gut, okay, fangen wir erstmal die Main Story. Main Story, Minispiele, Collectibles. Bis zum bitteren Ende, würde man behaupten. War das ein Zitat von den Hosen? Mit Sicherheit. Habe ich da einen Vertrag mit? Nein. Guten Tag. Where did it go? I put it right here. Hey, Zosimos! What you up to? Oh, it's you two. Please, come here. Feast your eyes on this stage. I designed it myself. So, directors have to design the stage too? Oh, I'm no ordinary director. I take a more holistic approach. Directing, script writing, stage design, I do it all. Sounds like a lot of work. One-Man Army! Idea wouldn't be able to handle that kind of job. Idea has her work cut out for her too, you know. She's my one and only member of the audience, though she often criticizes my shows. Den Nerv, andere zu kritisieren. Well, she just says what she thinks. You don't know how to write, or this is getting ridiculous. I think it's because I use preprints in a way that she feels goes against what they're intended for. But even though she's my harshest critic, she's also been my biggest supporter in a lot of ways. I guess you could say she's like my agent. I'm very grateful to her. I've always dreamed of being a director, but I've never had the chance until I came here. So, what did you do before you came here? Bin ich mal gespannt. Like I said, I dreamed. From a young age, every time I came home after a show, I'd go over the story again and again in my mind. Growing up, my biggest aspiration was to be a director. Unfortunately, I couldn't offer much beyond my practical skills, so I ended up spending most of my time as a prop designer and doing a bit of set design on the side. Don't get me wrong, I do love building the set, but nothing satisfies me more than putting on my very own show. No wonder you only wrote director on the sign.
Exactly. You're not doing a great job of convincing me that you're not a mind reader. By the way, could I ask you for your help with something? I'm having trouble finding the master script, and I'll need it shortly. The one you only just finished writing? You lost it already? Yeah. After I handed everyone their copies, I held on to my master copy while I was checking on everything around the theater. I must have dropped it somewhere. If it's not here, then it might be in the attic. These are the only two places I've been since I finished writing it. But, I still have some things to do to get the stage ready. Would you two mind having a look for me? Ja, komm, let's go. No problem. We'll find it. Aha. Glücklicher Gutschein. Ich frage mich zwar immer noch, wie ein Gutschein glücklich sein kann, aber hey! Wahrscheinlich wieder ein typischer Übersetzungsfehler. Ist genauso wie Lucky Bags, sind auch keine glücklichen Tüten. Taschen. Glückstaschen. Wahrscheinlich heißen die auch nicht, Nein! Jui! Ey! Hm? Warte mal. Would you mind not? Oh. Das geht natürlich auch. Danke. Ooh, will we find any firework materials in here? Leider nein. Jui, leider nein. Was hat das jetzt? Warum? Okay. Ich nehme es einfach mal so hin. Whoa! Look at all these books! Now, where's the master script? Höchstwahrscheinlich ganz oben. Ja. Oh, it sounds like a water droplet is on the second floor. Let's go have a look. Guten Tag. Wow, this is a lot of scripts. Looks like the water droplet has been managing them for the director. Most of them look like works in progress. Nun, wenn es das Hauptskript ist, nach dem wir suchen. Then it should be the one that's finished. Okay, let's look for the thickest one and then check the ending. This is the only script that fits the bill. Plus, it looks pretty new. This must be the master script. No, it's not. Let's go give it to Director Zosimos. Sorry, aber das ist es nicht. Bitte bring mir ein anderes. Zosimos, we got your script. Ah, thank you. That's a huge help. I'm running out of time here. There's no way I'll be able to fix everything up perfectly. We may just have to wing it. Anyway, the stage is secondary. The performance is what really matters. Things can always go wrong on stage, but as long as the show goes on, it should be fine. You don't sound very confident in what you're saying. It's true. I realize now that a show is the art of the unknown. Even if you have the same actors performing on the same stage,
The performance will be slightly different every time. Those subtle differences are what make each performance special. Es klingt gut, aber es überzeugt mich nicht so recht. Okay. One last request. Traveler, you can enter the preprints, yes? The truth is that my sets are composed entirely of preprints. First, I use materials to make the objects. Then I take those objects and turn them into the preprint. Now, of course, preprints are really meant for making objects to furnish the domain. So using objects to create preprints is, strictly speaking, the reverse of what this is intended for. But Edea said that if this is what I really want to do, she's not going to stand in my way. Ah, so that's what you meant earlier. Okay, well, what do you need us to do? I'd like the Traveler to go into the preprint set and help move props around during the performance. Also sind wir jetzt Angestellte. Das ist das Berühmte hinter den Kulissen. Ja, genau! The reason is, Oh, Paimon gets it now. If you're busy directing, moving the props, and operating all the mechanisms, you never get the chance to watch the show. Richtig. Yes, I know that I'm no master playwright, but still. Even if it really is a half-baked script, with shoddy writing and moments of sheer ridiculousness, I'd still like to see it for myself. Just once. Hard to turn a guy down after a speech like that. Let's go. Thank you. Genuinely, I'm so grateful. I'll go and inform the others. Then, as soon as you're ready, the show can begin. Da bin ich mal gespannt. Gebt ihr das Kostüm! Gebt ihr das Kostüm! Gebt ihr das Kostüm! Immer noch. Ich will, dass Klee jetzt hier auftanzt mit einem kleinen Hexenkostüm. Sonst bin ich unzufrieden. Long, long ago, there was a great thief. He lived in a land where the light did not shine, where all suffered in the darkness. People call me? Sorry, Kaya. Directly into the microphone, please. Otherwise your voice'll, you know. Okay. They call me the Dagger Bandit, but no one sees that I rob the rich and give to the poor. Here in the dark, evildoers run rampant in the shadows, while the good, honest folk stumble blindly on, just trying to find a way through. As the bandit brooded, suddenly the world was inexplicably changed as a single star appeared on the horizon and flew across the sky. Traveler, stomp on that movement mechanism in front of you. Light. A brief flash, yet enough to illuminate the world. If I can find the source of that light, I can shine it into the darkness, and the people will suffer in blindness no longer. Without a moment to spare, he set off to follow the star's course. All the while, the star kept moving through the sky. Traveler, the star kept moving through the sky. Simpel. Sehr, sehr simpel. Looks like I have to go through the desert. This could get dangerous. If everything he'd heard was to be believed, the desert ahead was a no-man's land filled with horrors. Worse still, the star had landed in the most difficult-to-reach location, surrounded by sheer cliffs. But he was determined to press onward. I've come this far, and I'm not about to turn back now.
The dagger bandit trekked deep into the desert wasteland. Yet when he finally arrived at his destination, he found not a fallen star, but a young girl, dressed in white. How strange. I'm positive this is where the star landed. Young lady, do you know where the light has gone? The girl replied, Traveler from afar, the light you seek is only a bottled flame. But the flame has now died, and its light is long gone. A bottled flame? Yes, it was a gift from another. And so, the girl began to tell the story of how the bottle came into her possession. Idea The gesprochen girl von hailed from a Kokomi. kingdom that sat atop the waterfalls. But when the reigning dynasty fell and a new one seized power, she and her people fled for their lives. A thick fog began to fill the air as she made her way through the forest, and dense thickets tried to block her path. There is a mechanism down there that you can press to retract the thicket board below the stage. Na dann. If I only had a lamp to guide me through this wretched forest, then I could survive. With scratches covering her arms and legs, the girl pressed through the pain and made her way forward. The road ahead was arduous, but she was determined to press onward. I've come this far, and I'm not about to turn back now. But just as she was drawing near her destination, a huge stretch of thorns and brambles suddenly came into view. Despair set in and began to weigh on her heart. If only someone could help me, I would give anything in return. The girl's heartfelt wish in her moment of desperation did not go unheard. Wait! There's no mechanism for the final thicket! Ugh, I must have forgotten to check those boards. According to the story, those thickets should be gone from the stage now, right? Yes, total oversight on my part. What a pain. I can help! Traveler, catch! Nah. It's a Jumpy Dumpty! It's The the girl's witch. heartfelt wish did not go unheard, for a Jumpy Dumpty, who was passing by, helped to clear a path for her. Oh, thank you, Jumpy Dumpty. And so the girl continued her journey deeper into the forest. But what she found there was not a lamp, but a mage glowing with fire. So, just to clarify, it was supposed to be the mage who helped burn a path through the thicket. Save it for the end, man! The mage took pity on the girl and handed her a bottle. Then, the mage began to tell the story of how the bottle came into her possession. The fiery mage had an adventurous spirit and enjoyed taking long journeys. On one such journey, while taking rest in an oasis, she found a beautiful bottle by a crescent-shaped lake. Klee, quick, get in the light. She was an extraordinary mage with the power to grant people their wishes. She turned the bottle into a thing of equally extraordinary power. But the only place that it could make wishes come true was inside of the bottle. Oh me! Oh my! Look at this wonderful bottle of mine! It could make a fine toy!
But better still, a sojourner's home. The fiery mage blew into the bottle, allowing it to grant one single wish outside its glass walls. Oh, am I supposed to blow into it? Wow, it lit up. A flame was kindled within the bottle, and it began to glow a fiery red, just like the mage herself. Leucht, Glitzer, Glitzer, Funkel. After the mage finished telling her story, she disappeared, leaving only the bottle behind. A magic bottle that can grant wishes. Then I wish to leave this place and go somewhere where no one will ever find me again. And then? The bottle seemed to softly inquire. I don't know. The flame in the bottle faded as the girl's single wish was granted, and she found herself in the middle of the desert, far away, where no one could ever find her. When the Dagger Bandit listened to her story, he sighed in disappointment that the flame with the power to grant wishes outside of the bottle had already died. But this doesn't make sense. If it truly granted my wish, then nobody should have been able to find me here. Maybe they shouldn't. The desert is difficult and dangerous to navigate. But I was determined to make it, no matter what. Then take this bottle with you for your trouble. It may be able to grant you your wish, though sadly, only within the confines of the bottle itself. All I wish for is light. Honoring the bandit's request, the girl wished for light inside the bottle, and sure enough, it lit up. They found that while the light was only generated within, it could nonetheless shine through the glass and reach anywhere in the outside world. Even though it doesn't burn as brilliantly as the light that shone before, this is still an extraordinary light. What will you do after I take the bottle? I don't know. Well, then maybe you should come back with me. With no reason to refuse, the girl accompanied the Dagger Bandit back to the land where the light did not shine. They brought light to that place, and the darkness was dispersed, and they lived happily ever after. Ah ja. Auch eine Methode, sich kennenzulernen. Why not? Gib mir eine And we're Hexenklinge. done! Seems the show went pretty well. Oh, yes! Mr. Honorary Knight! Didn't I do great? I felt like I really was the fiery mage. Wow, great costume, Glee. As soon as Paimon saw your shadow, she thought straight away, what a cute hat. Oh ja, das passt zu Glee Klee. loves it. Thanks, Mr. Zosimos. Oh, wait, no, I mean, Mr. Director. Mr. Director? Ha! No one's ever called me that before. Thank you, my dear little mage. Thank you so much. Oh, I'm so happy. Miss Adia said that she tailored it a little bit so it would fit me, but you were the one who designed and made it. You're amazing. Yeah, that's amazing. And it sounds like Adia did a great job too. It was nothing really. Just one of those, oh no, whatever shall I wear to the ball moments. Sewing comes in handy at times like that. Ah ja. Sewing is an art in its own right. You're more talented than you give yourself credit for, Idia. Really? Oh, I'm just gonna go for a second. Please, chat amongst yourselves.
Ah, She ja. gets embarrassed so easily. She really can't handle being in the spotlight. Idia's a sensitive person and doesn't have a whole lot of self-confidence. I hope all the excitement hasn't brought her to tears. Oh, I'm a little worried. Don't worry. I'll go make sure she's okay. I'll see you all later. So, what did you all think of the play? Any thoughts? Huh? Uh-oh. Time to get serious. Now, are you sure you want to hear what we really think? Ah, Oh, absolutely. I had the courage to ask, didn't I? So, don't mince your words. Go ahead. Speak your mind. I can take it. sicher? Ja gut, also wenn das so ist. Okay, Paimon will go first. So, the dialogue at the beginning was pretty good, but it ran out of steam as the story went on. Paimon could tell that you ran out of inspiration somewhere along the way. The characters were honestly a little bit ridiculous. Paimon didn't get what you were trying to do. The moment anyone started to show any kind of substance, suddenly the scene was over. Yes, all very good points, Paimon. I would add that in its attempt to pay tribute to the series 1,000 Nights, all semblance of a coherent was sacrificed. Plus, I do have to penalize you for the issues with the props. Ouch! Miss Idia, what are you doing back here? Oh, you know, I return like the tide when people start discussing something important. Huh. Especially when it has to do with criticizing my show. Hä? But there was one thing I liked about it. Just one, mind you. The story had a good ending. You think so? I thought I was letting him off lightly. Wow! Idia, could I borrow you for a moment? Oh, sure. Excuse me for a moment. Back to you, Paimon. Keep up the good criticism. Aua. Okay, in that case, Paimon did have one other complaint. Let's hear it. Taking criticism on the chin is all part of being a director. The ending was all wrong. The girl's motives were clear and simple the whole way through. It was kind of jarring when all she had to say was, I don't know. And doesn't anyone else find it weird how her whole community was on the run, but she was only looking out for herself the whole time? I'm fine. I'm not going to improve without feedback. I also learned a lot this time with the chance to be off stage. To be honest, it was a dream come true. What a great attitude. You don't seem upset at all by our comments. I wouldn't say I'm completely unaffected, but you're only speaking the truth. They're all very valid points. Still, now that Paimon thinks about it, you did finish the script in a bit of a rush. Maybe we were being a little too hard on you. Das sind wirklich hohe Ansprüche, das ist richtig. That's perfectly fine. Nothing is as important to me as my work on the stage. We all use our imaginations when we're kids, right? I used to play with dolls and my own cardboard cutouts by the light of an oil lamp. The shadows would come to life and dance on the walls. I never got tired of it. Fast forward Das to ist now, gut. and in many ways, I'm still that same little kid, lying on his bed, making sound effects. And I get the same joy from running a show now as I did in my little bedroom theater. Of course, a director can accomplish nothing without a cast and crew. So on that note, I want you to all know that I am eternally grateful to each and every one of you. Hey, don't mention it. We had a blast. Okay, here, take this. Your component, as promised. Nice. Eine Öllampe. Well, It's the bottle from the show! The one that lit up when I blew into it. nein. Haut nicht hin. Die Flasche, die aufgeleuchtet ist, ist die Gin-Flasche, in der wir uns gerade befinden. Denn die Story ist eigentlich über die ganze Flasche. Nun. That's right.
Can you guess the secret behind why it lights up? Da bin ich erstmal gespannt. Oh, maybe there's an invisible fairy inside that opens its eyes when you blow into it. Bingo! You guessed it. That should do the trick. Oh, wait, this needs tightening up a little. Hold on, this will only take a second. Oh, yes! Der Räuber Kaya. This outfit's more fashionable than I imagined. Excuse me, everyone. Do you have a moment? Especially you, Zosimos. Idia wants to do a little something for you. She says it'll be a dream come true. A dream come true? Yes. She said that as useless as she is, she wants to do something for you as the first person to have heard of your dream of being a director. Her words, not mine. I have to disagree, though. I have never thought of Idia as a useless person. How is this suddenly about me? If everybody is ready, then I'd like to invite tonight's male lead to take the stage. Ta-da! Oh, hell yes. Oh, hell yes. Wow! Cool! Kaya's turned into the real Dagger Bandit! How is me changing outfits supposed to make the director's day? It's just a prototype costume. Is he that easy to please? Don't be silly. If I know our director, nothing will make him happier than to see his ideas brought to life by the right actor. Well, then I'm happy to oblige. Who am I to argue with the star of the show? Zosimos drew up countless designs and made a few prototypes before landing on this one. It just needed some tailoring to fit properly, so I made a few stitches here and there. I hope the result isn't a disappointment. Die Größe hat nicht hingehauen, deswegen habe ich ein bisschen nachgebessert. Ein bisschen nachgebessert. Hier und da. Really? Okay. Oh, it's perfect. Idia, I'm... Oh, I'm so touched. Thank you all. You've made me happier than I ever thought I could be. Aww. How are you doing? Recovered? Oh, I'm good. Thank you again, Idia. Oh, please, don't mention it. Well, now that we have the final component, it's time to say goodbye for now. Let's head to the core of the Valyria Mirage and get this place fixed up. Can I keep wearing my costume? Please do, by all means. Both of you can keep your costumes. It seems only fair. Oh, hell yes. Kaya, keep wearing yours too. It looks amazing. I agree with our mage. I'm sure it's not every day you get to play such an unforgettable character. Sure. I think I can be a bandit for a little longer. Bye-bye, Mr. Director. Take care, my dear friends. Oh, hell yes! I got what I wanted. Yes. Aber ich muss gestehen, die haben mit den Sonderoutfits in dem Event echt lange gewartet. Extrem lange gewartet. Okay, wo ist unser Ziel? Wieso da hinten? Muss ich den verstehen? Na gut. Dass hier keine Musik läuft, finde ich immer noch doof. Ist zu still hier in der Ecke.
Klar, No Man's Land, aber ganz ehrlich? Nee. Schon besser. Katze. Oh, Eula and Kale! You got back before us! Euler und Kolei. Yes. Idea had the water droplet send us a message just as the show was coming to an end, so we came back here to wait for you. Alright. How's Lissig doing? He finished all the maintenance work, but it took a lot out of him. He's now fast asleep in his room. Oh, I feel a little guilty. Consider it his atonement. It's only fair that he had to do something constructive before being able to sleep soundly. Seriously, don't waste your concern on him. If you say so. Okay, without further ado, let's go and fix the domain. Isn't this where we first met Water Droplet? Correct. The core of the Valerian Mirage is the largest streaming projector of all, and this domain is one gigantic preprint. Whoa, so everything we've seen is created by this? That's incredible. So, to fix it, same process as usual, right? Do we need to use the preprint? Exactly. Well done. You catch on quick. It's hard to forget after doing it so many times now. Granted. Let's get going. This is the final step. Yay! Suddenly Paimon's really excited. The hub consists of these components. All you need to do is place them onto the foundation in the right shape. The right shape? But we've never seen what it looks like. Oh, don't worry about it. Close enough will do. As long as it can spin, it'll be fine. Should be fine. I think. Sometimes you have... Oh. Now I get it. Now it makes sense. We did it! But why isn't it turning? The components are back in the core, and the hub is restored to its proper shape again. That's all we needed to do. Like any wound, it just needs time to heal. It'll probably just start turning again one day in the middle of the night when no one's looking. Really? I thought that with your special abilities, you could get it turning again right away. What? Huh? All of us are dying to see it. Not just how the domain looks when it's fixed, but also Idea and her element. I want to see Idea using her magic powers too! I bet they're super awesome! What are you guys talking about? And how is Klean on this, but Paimon isn't? Naja, also, Klee trägt es, Kaya trägt es, das große Gemälde der Mirage ist eine Nähmaschine. They're referring to our mascot's true form. As I've said all along, there's much more to Idea than she gives herself credit for. She has a very special power. Though, I think some of us have sensed that already. Did you notice right away, General? I only found out when I was chatting with Eula.
Ach was. So our general was the first to notice. It seems like she's more perceptive than she lets on. I'd say the same about you, Kaya. What the? All of you? No? I mean, I wasn't trying to hide anything from you, I promise. It's just, for people who stumble upon this place by accident, I think my current form is more approachable than my true one. I don't want people to get scared when they see me. What? What is it? And whatever it is, how the heck does everyone know about it? Well, for one thing, I sensed elemental energy in the residents here, but none of them have visions. Then my mind started to wander as I was reading the storybook, and suddenly, I had a thought. Since hydroidolins can change into any form, why not human form? You hit the nail on the head. Alright, in that case, please allow me to introduce myself once more. Eine Wasserspinne. Eine Okeanide. I am an Oceanid who was exiled here when the former Hydro Archon passed away. My name is Adia. Wow. Okay, den Plot-Twist habe ich jetzt so nicht erwartet. Okay. Aber jetzt macht es mit der Ginflasche wieder Sinn. Wow, Adia, you're so pretty. Now that I'm in my true form, I suddenly feel a little embarrassed talking to you all. You look stunning. You should be flaunting this look at every opportunity. Oh, come on, I'm too shy. Also eigentlich, Morph, müssen wir ihre ganze Kreation töten und ihre Drops kassieren. Brauche ich das Levelmaterial für so ein paar Charaktere. Ja. Wait, so does this mean that all the people we met in here are actually... I'm guessing that the human counterparts to these hydro alter egos are long gone. That's right. When they wanted to leave, I took them to the edge of the desert. The components are, in fact, gifts that they gave to me before they left. Such den Minecart-Schwamm und platziere den Block in den Viech. Alter. Alter. Nein, Morph. But I'm always curious about what brings people here. So I used the streaming projector to bring their wishes to life. The power to grant wishes, but only within the confines of the bottle. Exactly. It's a truly extraordinary light. I've just realized something. When the components fell from the core, it appeared as if they had returned to their respective owners. But actually, it was after the components landed where they did that their owners and the things associated with them arose around them to form the different zones. So now that the components have been retrieved, does that mean that all those things are gone? Don't worry, they'll be quite safe. As long as I remember them, they'll never disappear. However much we might criticize each other or get into scuffles, in this mirage, they will always be my friends. Aww. I had so much fun in the choo-choo cart and hanging out with Mr. Director. I'll never forget them either. Me neither. I'll always remember my adventures in this fantasy land. Very good. But it's probably time I set this wheel in motion. This one's all yours, Adia, our magical mascot. Jetzt passt es mit dem Maskottchen noch besser. Please work. Huh?
it lost some power because of the incident? Oh, crumbs. Not now. Not right off the back of everyone putting me on a pedestal and me acting like this is going to be my big moment. Someone get me a bottle. I'm hiding myself away. See you in 100 years. Ja, nee, ist klar. You're already in a bottle. What now? This was the only way. Now I'll never be able to show you how the Valyria Mirage is supposed to look. Hold on. I have an idea. Yes, General Sangonomiya? I'm all ears. If it's okay with you, would you let me borrow the Shinro casket from the domain's core? Ah, the Shinro casket. That sounds familiar. 1 second. Here. Is this it? Wow! A huge shell! It's the relic that Kokomi mentioned earlier! So this is where it's been hiding! It was once a ritual vessel used for making offerings in the Moun Shrine. It's made from the remains of a yokai called the Shinkiro, and it can listen to the wishes of those who come to pray to build up Shinki, which gives it its power. Several centuries ago, the relic was lost when the last prefect of Yashiori died in battle. Its final resting place was unknown. The pearl that goes with it should be able to sense the casket's location. But when, unbeknownst to anyone at the time, the casket disappeared inside the core of the Valyria Mirage, the pearl's light died out. Huh? How come? Well, imagine it was a sound instead of light. If the room is too big, you can't hear anything from outside the door, can you? Oh, I get it now. The shell must have been having too much fun one day and got locked in the solitary confinement room. Ah ja, ist klar, Klee. Du machst direkt wieder eine Story über dich draus. Finde ich gut. Ich finde sie so niedlich als kleine Hexe. Oder quasi Mini-Alice. Oh. Ich liebe dieses Outfit. I understand now too. The core has been wearing out recently. That's why you were able to follow the pearl all the way here. Irgendwie der Schatzkompass, den ich benutzt habe. Ja. To get back to the story, without the offerings at the shrine, this vessel quickly loses its power. Yet countless people who have visited this domain brought their wishes with them and left a small piece of themselves behind along with their gifts. These have the same effect as the offerings at the shrine. Wow! I never Good knew Nacht, this thing Morph. was so powerful. It is. Powerful Schlaf enough gut, to help ruh dich you aus. repair the Valyria Mirage with any luck. But what do I do with it? It's simple. We just need to awaken it by telling it what we wish for. For example, my name is Sangonomiya Kokomi, the divine priestess of Watatsumi Island. And my wish is to use my critical thinking and strategic planning skills to bring a little more joy into the lives of my fellow Watatsumi Islanders, as well as the lives of everyone I cherish. Itia, what do you wish for? Me? My wish is that all those who have sojourned to the Valyria Mirage in the past will achieve what they truly wish for. Not just in this domain, but out there, too. Even though I know full well that trying to build a railway in the outside world is just a pipe dream, and that Mimuna will probably just go back to being a scholar. And I know that Zosimos has a lot of improving to do as a playwright. It's going to be tough for him back in Fontaine. Chasing your dreams is hard work. Despite all of that, I still hope that somehow, someday, they will
achieve their dreams. Katschonk. Okay, the combined power of our hopes and dreams is at your disposal. Look! The wheel's been fixed! Come on, hurry! Alrighty. Yay! Dia, you're back to normal. Everyone's praise and curious questions went to my head. I said so many things I'm so ashamed of, and I lost the courage to live on. Please don't say that. Yours was a noble wish. Yeah, and you weren't granting wishes for yourself. You did it for other people. I have Oh, yeah. friends like that too. Other people's hopes and dreams are what motivate them. They'll work tirelessly just to see them smile. If you ask me, that's one of the most noble things a person can aspire to. Please, no more praise. I'm really not comfortable with it. It makes me feel so ashamed. Someone like But why me though? doesn't deserve so many people's praise. It's like I'm dreaming. Well, at least the domain is fixed now, and all the components are back in place. What's the matter, Klee? I suddenly have loads and loads of more wishes. I want to ride the choo-choo cart again and look down from up on top of the big wheel. Is there a way to get up on top of the wheel, Dia? There is a way, but there's only space for a very few people. That's okay. I can go up by myself. But it'd be more fun with Mr. Honorary Knight. Ich bin an deiner Seite, Fräulein Hexe. Ja, genau. Are we sure about this? It's so high. What Ja, happens if we fall off? Arivo. Kannst du fliegen, oder? Yeah, but Paimon's just worried for you. Don't worry, Ist klar. I'll be there to make sure no one falls off. I haven't been up there in a long time myself. Die App vielleicht mir nicht nehmen.
Lass mich raten, die wollen Verstecken spielen. Ja, war klar. Spielen wir doch mal eben Verstecken. Ja, okay, das Fass ist ja wohl. Hallo. Offensichtlich. Dann haben wir den Kristall auf dem Dach. Der auch ziemlich verdächtig ist und die Blume an der Tür. Ich habe nicht mal auf meine Umgebung vorher geachtet. Ja, das klappt nicht. Hm. Hm. Ah, so. Ist der ja. I'll keep this close. So, wie gehst du mal hoch? Oh. Ja, gut. Natürlich wusste ich, dass da ein Pilz steht. Nicht. Ja, guten Tag, die Herrschaften. Was ist Ihre Mission? Let the show begin. Germinate! No touching! Fire hazard! Frechheit. Macht halt mal nicht. Hm. Ich habe keine Ahnung mehr, wo der richtige Weg war, deswegen nutze ich jetzt eine Alternativroute. Jui? Nein. Machen wir es halt doch einfach. Mit dem Weg, den wir hätten eigentlich ursprünglich gehen sollen. What do we have here? Ganz viel Treasure. So, was? Die Einrichtung ist derzeit in Betrieb. Bitte warte, bis sie gestoppt hat und sie... Oh, Moment, was? Bitte warte, bis sie gestoppt hat und sei während der Fahrt vorsichtig. Hm?
find the others up here. Sure thing. Huh? Whenever people have to leave this domain, I like to come up here and spend some time alone after I've seen them out. They're always overjoyed when they first arrive and start bringing their imaginations to life. But once they realize that they can't take anything home with them, they get upset. Some of them can't bear to leave. Others regret ever setting foot in this place. Do you ever get sad, Edea? I feel lonely at times, but not sad. A lot of people destroy everything they created before leaving, but some don't, like the residents you met. Before they left, they asked me to make replicas of themselves using hydroidolons. Then they tasked these replicas with maintaining everything they built here, as if this was their way of keeping their dreams alive. That's beautiful. Yep. Yeah, I don't know how they're faring in the outside world, but just the thought that one day they might achieve their dreams and live on the outside just as their counterparts do in here, that's enough to make me happy. It feels like I'm here waiting for them in the future, where they've achieved everything they wanted. Really? I just think that every dream, every wish, is like a flame in a bottle. Whether someone is still working towards their dream or living it already, as long as whenever they think back to that spark of light within them, it still makes them smile fondly. That's all it takes. Well, I feel super happy right now. Then I guess I finally paid Alice back after all these years. Funny to think I've been in the middle of a desert this whole time. It's just a giant muddy swamp to me. Time for Paimon to give you a nickname! Mud Fairy! Watch out for Edea the Mud Fairy! How dare you mock me! Roar! I'll gobble you up in one mouthful! Oh, I'm still embarrassed to have shown you my uglier side, but I'm glad the Valorium Mirage is up and running again. This place is going to be bustling with activity again soon enough. I hope you'll take some time to enjoy yourselves. Die peinliche Seite von mir gesehen habt. Ganz ehrlich, Okeaniden sind wunderschöne Wesen. Oder allgemein, Eaniden, sagen wir es mal so. Oder Puras. Sind sie Puras? Ich glaube, ja. Nee, Pura war was anderes. Wait a minute. Ja, so wie auch in hier Sumeru, hier die eine. Das andere Schwebeding. Ist ja quasi das Dendro-Gegenstück zu Okeanide. Genauso wie auch der Donnervogel das Donner-Gegenstück zu Okeanide ist. Das ist ja alles irgendwo so eine Rasse. Sag ich jetzt mal. Elementarvögel, quasi. Große Elementarvögel. Und Okeaniden sind wirklich wunderschön. Not gonna lie. Yep, I want to get everyone together. For one last ride on the choo-choo cart. Was heißt ja eigentlich Fortsetzung folgt? Never-ending rising of the traveler.
Ja, da habe ich noch so einiges vor mir. Ach so. Okay, das ist das Item ist also so ein 100% Run-Ding. I see. Wenn man es da wahrscheinlich dann nicht mehr braucht, aber ist egal. Er hat sogar Custom-Animation für eine 4-Sterne-Figur. Krass. So, Attraktionen, da geht's weiter. Turbulente Wasserschlacht. Turbulente Wasserschlacht. Um den Meme weiter durchzuführen. Ach du Heiliger. Was? Fischblasting! Naja, gut, nicht ganz. Na dann, Sidequesten wir doch erstmal. Machen wir erstmal den ganzen Kram fertig. Und danach geht's weiter mit der Kunde. If we start at our village and take a slight detour, we'll be able to see Caravan Rebot and Pardis the Eye on the way to Samiro City. Ah, very good. Oh, planning to do any souvenir shopping along the way? You can just focus on buying the gifts. I'll carry the bags. Don't worry about the weight. I can handle it. As long as it's nothing too gigantic, I'll fit it in the bag. Calm down. How many people do you think we'll be buying for? Mom, Albedo, Master Jean, Razor, ooh, and Diona, and Mona, and Fischl? What's that look for? Nothing. So, Klee, what are you planning to buy for everyone? Sensetia-flavored candies, and big fungi caps, and loads and loads of storybooks for everyone! But I haven't decided what to get for Mom yet. There's no rush. Let's see what they've got. And if you're still unsure, we can help you decide. Yay! Thanks, you two! Ja, moin. You don't plan on taking the shell back with you, Miss Sangonomiya? No. I think it's better if it stays here, with Idia.
Watatsumi Island has something new to treasure now. And slowly but surely, people are seeing progress in pursuing their aspirations. It'll be of more use here, where it can protect this puddle domain and the dreams of all who journey through here. Na dann. Idea! Oh, Rion Paimon. Ich hatte nicht gerade gefragt. Ma! Ah, ich sehe, euch umgibt der Klang der klaren Quelle und die Energie der unbekümmert tanzenden Tautropfen. Ihr scheint in guter Stimmung zu sein. Was ist? Möchtet ihr noch etwas tiefer in die Freuden der Valurian Mirage eintauchen? Nee, vieles hat sich geändert, nachdem die Mirage wiederhergestellt wurde. Jetzt kann sogar Idia angemessener sprechen. Eine ganz andere Person als zur Zeit der Reparatur. Halt, du bist doch nicht etwa eine von Idias Kreation? Mein Körper war schon immer meine Kreation. Auch... Ach, reden wir nicht weiter darüber, über die Vergangenheit. Nee, jetzt sieht Idia viel besser aus. Das ist großartig. Nein, wir schweifen ab. Worüber hatten wir gerade geredet? In die Freuden der Valurian Mirage eintauchen? Beim Erkunden kann man immer auf Überraschungen treffen. Wer weiß, vielleicht gibt es noch einen großartigen Schatz. Du denkst genau das, was Paimon denkt. So ein wunderbarer Ort. Wir wollen ihn uns doch genauer anschauen und jeden Winkel erforschen. Truhen mit Mora. Nicht eine darf man sich entgehen lassen. Aha. Die Freuden, von denen ich spreche, sind nicht nur das Herumlaufen. Ihr interessiert euch also für Schätze, auch für Schätze. Gut. Wollt ihr dann nicht die berühmte Rückkehr der 1000 Wunder in der neu gestarteten Valurian Mirage ausprobieren? Rückkehr der Wunder? Sind irgendwelche Wunder der Mirage verloren gegangen? Der Name Rückkehr der 1000 Wunder steht für die Hoffnung, dass die 1000 Wunder zur Valurian Mirage zurückkehren werden, so wie die verlorenen Reisenden auf wundersame Weise hier ankommen. Dieses Projekt blickt auf eine lange Zeit zurück, als ein erfahrener Abenteurer diesen Ort kurz besuchte und von der Landschaft tief beeindruckt war. Ein erfahrener Abenteurer? Bitte sagt mir nicht mit goldenem Haar. Natürlich, meine großzügige Gastfreundschaft ihm gegenüber spielte auch eine wichtige Rolle. Kurzum, er hatte seine wertvollsten Schätze, seine wichtigsten Andenken an Orten vergraben, die ihm am meisten bewegten. Das sind 3 Taschenuhren aus Mora. Bevor er abreiste, hinterließ der Abenteurer poetische Rätsel, die er mich bat, den Gästen, die nach ihm kamen, zu erzählen und sie zu diesen Schätzen zu führen. Taschenuhren aus Mora? Klingt golden und glänzend, sie müssen ein ganzes Vermögen wert sein. Ich weiß nicht, wie wertvoll sie sind. Aber als die Gäste, die nach ihm kamen, davon erfuhren, waren sie noch begeisterter als Paimon und schworen, alle Schätze, die von diesem Abenteurer zurückgelassen wurden, auszuholen. Leider hat keiner von ihnen, obwohl sie die gesamte Valurian Mirage durchkämmt haben, auch nur einen einzigen Ort gefunden, auf den die Rätsel hinwiesen. Doch als die Suche voranschritt, begannen sich viele Gäste zu entspannen und waren nicht mehr so nervös, wie sie es waren, als sie die Mirage betraten. Obwohl sie die Schätze nie gefunden haben, fanden sie diese Idee faszinierend und beschlossen, ihre eigenen Geschenke der Mirage zu hinterlassen, ihre Geschichten hier zu vergraben und mich mit ihrer Pflege zu betrauen. Jedenfalls hatte ich es mir so vorgestellt, aber jetzt ist es zu einer regelmäßigen Aktion geworden. Genau das bedeutet Rückkehr der 1000 Wunder. Den Rätseln folgen, die hinterlassenen Schätze entdecken und die eigene Geschichte weitergeben. Und was mit den Taschenuhren? Wurden sie letztendlich gefunden? Oh, jetzt wo du sagst, was ist am Ende mit den Taschenuhren passiert? Ich erinnere mich nur an die Geschichte, die er erzählen wollte.
Was war noch einmal das Rätsel, das er hinterlassen hat? Ich muss gründlich suchen. Vielleicht gibt es noch Aufzeichnungen. Fräulein Idea! Hast du es dem Abenteurer nicht versprochen? Du bist dafür verantwortlich. Es ist nicht meine Schuld. Es ist schon zu lange her. Inzwischen waren schon so viele Besuche hier, da kann ich mich doch nicht an alles genau erinnern. Und es ist nicht der Wert der Uhren oder des Schatzes, der zählt, sondern die Geschichte, die sich dahinter verbirgt. Ja, so ist das. Die Geschichte zählt. Die Schätze sind nur das schmückende Beiwerk. Also, warum probiert ihr die Rückkehr der 1000 Wunder nicht einmal selbst aus? Das Andenken, das ihr hinterlassen habt, könnte eines Tages auch von anderen ausgegraben werden. Jenes Andenken, das ihr hinterlasst, entscheidet darüber, wie und was diese Person in Zukunft über eure Geschichten erfährt. Ist das nicht aufregend? Es stimmt irgendwie. Es macht wirklich Spaß, fremden Geschenke und Glückwünsche zu hinterlassen und Schätze zu finden, die auf Rätseln basieren. Ist etwas, worauf man sich freuen kann. Natürlich wäre es noch toller, etwas Moor zu bekommen. Mit Gold sind die Edelsteine noch schöner. Meine Romantik erfordert auch ein bescheidenes Preisschild. Macht euch keine Sorgen. Nach den alten Regeln hört jeder Gast höchstens ein Rätsel und sucht nach dessen Schatz. Aber da ihr meine ganz besonderen Gäste seid, werde ich euch 3 Rätsel stellen, von denen euch jedes zu einem Schatz führt. Neben dem Andenken gibt es auch eine Menge Mora. Ja, das wäre perfekt, Fräulein Idea. Paimon weiß nicht, wie geheimnisvoll dieser Abenteurer ist, aber Paimon glaubt, dass er Paimon und Rio unterlegen sein dürfte. Haha. Lasst uns auch diesen Brauch fortsetzen und hier eine Geschichte vergraben, die nur uns gehört. Wir können während unserer Schatzsuche darüber nachdenken, was für ein Andenken und welches Rätsel wir hinterlassen wollen. Dann ist es abgemacht. Als nächstes hören wir das erste Rätsel. Ein süßer Nebel erfüllte die Luft und beim Anblick des Lampenscheins vergaß ich fast zu atmen. Am Ende haben mich die Erinnerungen meiner Kindheit an diesem friedlichen Tisch geführt. Nun, die Reise der Rückkehr der 1000 Wunder hat begonnen. Also merkt euch das Rätsel, versucht es zu verstehen und findet den Ort des Schatzes. Einfach so ein Fass hier. Nee. Propagate! Hoppala. Achso. Ich habe die Witze gesehen. Na dann. So, Lautsprecher. Gegnerische Beleg. So. Das heißt, die Quest von den Lautsprechern hängt gar nicht mit den Lautsprechern zusammen, sondern es geht. Beziehungsweise der Lautsprecher hat mir jetzt erzählt, wo ich hingehen soll. So rum ist es. Okay. Ja, gut. Hallo, Ente. Oh. A reward on the road.
Ja, okay, das ist viel zu weit weg. Was ist das? Hallo. Ihr seid schon zurück? Ihr seid wirklich gut in der Schatzsuche. Ach, ist nur unsere einfachste Fähigkeit, unsere einfachste Tätigkeit, das habe ich gesucht. Das erste Rätsel war so einfach, also, das erste Rätsel war so einfach für uns, dass wir sofort wussten, wohin wir gehen müssen. Aber was ist mit den Andenken in der Schatztruhe? Paimon glaubt, dass es sich um einen Menschen handelt, der leicht hungrig wird und vom Geruch angezogen wird, wenn er vor einem Restaurant steht. Dieses Andenken ist die Tasche, in der er Snacks eingepackt hat. Richtig? Richtig. Das ist sehr präzise. Richtig. Aber das ist nicht ganz präzise. Der Gast, der den ersten Schatz hinterlassen hat, war jemand mit unerschütterlichem Willen. Als ich ihn in der Wüste traf, war sein Körper mit großen und kleinen Wunden übersät. Er musste einen grausamen Kampf hinter sich gelassen haben. Wie auch fucking immer. Egal. Ein müder und hungriger Mensch wird sicherlich von dem Duft eines Restaurants angezogen. Es ist nur vernünftig, in solchen Momenten etwas Lyrisches oder sogar Poetisches zu schreiben. Igitt, das ist völlig anders als das, was Paimon vermutet hat. Warum kämpft er in der Wüste? Wenn ich zu viel wiedergebe und meinen persönlichen Kommentar hinzufüge, wird das wiederum euren Gemütszustand beeinträchtigen und euch daran hindern, seine ursprüngliche Geschichte zu würdigen. Unter den Andenken befindet sich auch eine unter den Andenken befinden sich auch einige Notizen von ihm. Wenn ihr daran interessiert seid, könnt ihr sie einmal lesen. Na gut. Rio, denkt dran, sie später zu lesen und Paimon zu sagen, worum es geht. Kommen wir gleich zum nächsten Abschnitt. Ich werde das zweite Rätsel verkünden. Der fliegende Stern, der Ranke trug mich durch die stillen Wälder und schließlich in den ruhigen Schlaf. Wie war das? Diesmal ist es noch viel schwieriger. Nutzt eure Klugheit, um die zweite Schatzzone zu finden. Oh. Okay. Really? Ganz ehrlich, wer es nötig hat, sich Zuschauer zu kaufen, ist verloren. Mein Kommentar dazu an der Stelle. Bullshit. Total Bullshit. Punkt. Aber ich werde tatsächlich auch müde. Unglaublich, aber wahr. Wir haben gerade mal 10 Uhr. Puh. Das Wetter macht mir doch größer zu schaffen, als ich dachte. Ja, Eva, mir geht's nicht anders.
Naja, so ist es leider. Belastend, aber so ist es. Wenn ich jetzt weitermache, penne ich noch irgendwann wieder ein. Das ist doof. Ich denke, wir machen irgendwie am Wochenende nochmal den Rest fertig. Oder Montag. Nee, Wochenende klingt besser. Und mit dieser herben Enttäuschung, vor allem, dass sich wieder irgendeine scheiß Bot-Werbung bei mir eingeschlichen hat, zurück ins Zelt. Peace.